Der 24. November 2017 beginnt für Scheich Mohammed Rasik wie so viele andere Freitage zuvor. Seit 2015 ist er Imam der Al-Rauda-Moschee im Norden des Sinai. Ein junger Prediger, der von außerhalb in das Dorf gekommen ist und der die Menschen hier als einfache, ruhige Gläubige kennengelernt hat. An diesem Freitag hält er eine Predigt mit Blick auf den bevorstehenden Geburtstag des Propheten. Ihr Titel: Mohammed, der Gesandte der Menschheit. Er steigt auf die Kanzel, spricht den Friedensgruß, beginnt mit den ersten Sätzen. Dann hört er Schüsse von draußen und Schreie. Scheich Mohammed sieht, wie sich eine Gruppe bewaffneter Männer der Moschee nähert. Sekunden später ist eine Explosion zu hören. Dann geht alles ganz schnell. Bewaffnete Männer stürmen den Gebetsraum. Sie eröffnen sofort das Feuer auf die Betenden. Panik bricht aus. Menschen schreien, stolpern, drängen zu den Fenstern. Einige versuchen, durch die Öffnung zu fliehen. Andere brechen noch im Gebet zusammen. Die Ausgänge werden blockiert. Wer fliehen will, wird beschossen. Scheich Mohammed sucht Schutz in einer Ecke neben der Kanzel. Er beginnt, Gebete zu sprechen. Um ihn herum Chaos, Schreie, Schüsse. Innerhalb weniger Minuten ist die Moschee ein Schlachtfeld. Als der Angriff endet, liegt Scheich Mohammed auf dem Boden. Er ist am Knie getroffen und bewegungsunfähig. Um ihn herum Hunderte von Körpern, Tote, Schwerverletzte. Blut sickert in den Teppichboden des Gebetsraums. Später wird er sagen, dass er sich zwischen die Leichen legte, um nicht entdeckt zu werden. Unter den Toten sind vor allem alte und junge Männer, aber auch 27 Kinder. Mehr als 310 Menschen sterben an diesem Tag. Über 100 weitere werden verletzt. Es ist der schwerste islamistisch motivierte Terroranschlag in der Geschichte Ägyptens. Und er richtet sich nicht gegen Soldaten, nicht gegen Polizisten, nicht gegen westliche Touristen, sondern gegen Gläubige in einer Moschee. Aber warum greifen Islamisten ausgerechnet eine Moschee an? Nach dem Anschlag auf die Al-Rauda-Moschee steht für die ägyptischen Behörden schnell ein Verdacht im Raum. Mehrere der rund 40 Angreifer sollen schwarze Fahnen getragen haben. Das Symbol des sogenannten Islamischen Staates. Ein offizielles Bekennerschreiben bleibt zwar aus, doch für Kairo ist klar, hinter dem Massaker steht die Terrororganisation Wilayat Sinai, der IS-Ableger auf der Sinai-Halbinsel. Um zu verstehen, wie es zu diesem Angriff kommen konnte, müssen wir zunächst einen Blick zurückwerfen. Nicht auf eine Organisation, sondern auf einen Ort. Der Sinai ist seit Jahrzehnten kein ruhiges Randgebiet, sondern ein Raum voller Konflikte, ungelöster Konflikte. Seit dem israelischen Rückzug vom Sinai im Jahr 1982 betrachtete der ägyptische Staat die Region weniger als gleichwertigen Teil des Landes, sondern mehr als Sicherheitsrisiko. Die überwiegend beduinische Bevölkerung wurde systematisch marginalisiert, wirtschaftlich vernachlässigt, politisch ausgeschlossen, sicherheitspolitisch pauschal verdächtigt. Einsatz eines hochrangigen ägyptischen Polizeibeamten, der später durch WikiLeaks bekannt wurde, bringt diese Haltung brutal auf den Punkt. Der einzige gute Beduine im Sinai ist der tote Beduine. Diese Denkweise prägte über Jahrzehnte die Politik vor Ort und schuf einen Nährboden aus Frustration, Wut und Entfremdung. Nach der zweiten Intifada ab dem Jahr 2000 verschärfte Kairo den Kurs weiter. Der Sinai galt nun als potenzielle Hinterlandzone für palästinensische Gruppen im Gazastreifen. Statt Entwicklung folgten Razzien, Massenverhaftungen und kollektive Bestrafungen. Nach Bombenanschlägen auf Touristenorte wie Taba oder Sharm el-Sheikh 2004 und 2005 reagierten die Sicherheitsbehörden mit brutalen Großaktionen. Tausende Menschen wurden festgenommen, oft ohne Beweise. Berichte über Folter, Elektroschocks und auch Geiselnahmen von Frauen und Kindern kursierten jahrelang. Für viele junge Männer im Sinai war das der Moment, in dem aus Ohnmacht Radikalisierung wurde. Aus diesem Klima heraus entstanden erste bewaffnete Gruppen wie die Al-Tawhid wal-Dschihad fi Sinai. Sie waren ideologisch grob, organisatorisch schwach, aber sie schufen etwas Neues. Bewaffnete Strukturen, verankert in lokalen Netzwerken. Nach der ägyptischen Revolution 2011 kollabierte die staatliche Kontrolle im Norden des Sinai dann zeitweise vollständig. Polizeistationen wurden verlassen, Waffenlager geplündert,
alte Rechnung beglichen. In diesem Machtvakuum formierte sich eine neue Organisation. Ansar Beit al-Maqdis, die sogenannten Unterstützer Jerusalems. Zunächst richtete sich ihr Kampf vor allem gegen Israel. Doch das änderte sich schlagartig nach dem Militärputsch 2013 und dem Sturz von Präsident Mohammed Morsi, der Muslimbruderschaft angehörte. Die gewaltsame Niederschlagung der auf den Putsch folgenden Proteste auf dem Raba-Platz in Kairo wurde für viele Dschihadisten zum Wendepunkt. Von nun an erklärten sie den ägyptischen Staat selbst zum Feind, als abtrünniges Regime. Ansar Beit al-Maqdis intensivierte ihre Angriffe auf Militär, Polizei und die ägyptische Infrastruktur. Der Konflikt eskalierte und internationalisierte sich. Im November 2014 schwor die Gruppe Abu Bakr al-Baghdadi die Treue. Aus Ansar Beit al-Maqdis wurde Wilayat Sinai, die Sinai-Provinz des sogenannten Islamischen Staates. Damit war aus einem lokalen Aufstand ein Teil des globalen IS-Netzwerkes geworden. Mit der neuen Loyalität übernahm die Gruppe nicht nur Symbole und Propaganda, sondern auch Ideologie, Brutalität und Taktiken des IS. Wilayat Sinai führte komplexe Guerilla-Operationen durch, setzte Mörser, Raketen, Sprengfallen und Selbstmordattentäter ein. Sie griff Militärstützpunkte an, eroberte zeitweise ganze Orte wie Sheikh Suwaid und führte öffentliche Hinrichtungen durch. Zwischen 2014 und 2017 verübte die Gruppe hunderte Anschläge. Ägypten reagierte mit massiven Militäroperationen, unterstützt von den USA und mit stillschweigender Hilfe Israels. Doch trotz jahrelanger Offensiven gelang es Ägypten nicht, die Organisation entscheidend zu zerschlagen. Im Gegenteil, der Konflikt verfestigte sich. In diesem Umfeld, geprägt von Gewalt, Ideologie und gegenseitiger Entmenschlichung, ereignete sich am 24. November 2017 der Anschlag auf die Al-Rauda-Moschee. Ein Angriff, der selbst für den IS ungewöhnlich war. Bewusst, geplant und gezielt gegen muslimische Zivilisten. Aber warum ausgerechnet diese Moschee? Und warum ausgerechnet diese Gläubigen? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir noch tiefer gehen. Nicht in die Politik, sondern in die Theologie. Denn bei der Moschee handelte es sich nicht um irgendeine Moschee. Es ist eine Moschee der Sufis. Und die Zugehörigkeit zu einer Glaubensrichtung wie dem Sufismus gilt für Gruppen wie Wilayat Sinai als Todsünde. Aber warum? Eine Moschee als Tatort. Für viele Menschen in Ägypten war genau das der größte Schock nach dem Anschlag von Al-Rauda. Denn Ägypten ist mehrheitlich sunnitisch geprägt. Es gibt hier, anders als etwa im Irak, keine tief verwurzelte konfessionelle Front zwischen Sunniten und Schiiten. Keine religiösen Trennlinien, entlang derer Moscheen systematisch zu Zielen werden. Genau deshalb stellten sich viele nach dem Massaker dieselbe Frage. Warum greift jemand betende Muslime in einer Moschee an? Die Antwort führt zu einer Strömung des Islam, die in Ägypten seit Jahrhunderten tief verwurzelt ist. Und die für radikale Dschihadisten dennoch als Feind gilt: den Sufismus. Der Sufismus ist eine spirituelle, mystische Ausprägung des Islam. Er betont die innere Beziehung zu Gott, persönliche Frömmigkeit, spirituelle Übung und die Suche nach Nähe zum Göttlichen. Weniger durch strenge Gesetzesauslegung, mehr durch Erfahrung, Ritual und Herz. Viele Sufi-Orden sind in Ägypten fest im Alltag verankert. Millionen Menschen gehören einem Orden an oder nehmen an sophistischen Ritualen teil. Sei es durch gemeinsames Gebet, Gesang, Gedenken Gottes oder das Besuchen der Gräber bedeutender Gelehrter und Heiliger. In kaum einem anderen arabischen Land sind sophistische Praktiken so präsent wie in Ägypten. Feste, Prozessionen und die Feier des Prophetengeburtstags gehören für viele ganz selbstverständlich zum religiösen Leben. Gerade nach 2011 erlebte der Sufismus sogar eine Art Wiederbelebung. Insbesondere unter jungen gebildeten Ägyptern, die im Sufismus eine Alternative zu politisiertem und rigidem Religionsverständnis sahen. Doch genau diese Form von Islam ist für salafistische und dschihadistische Ideologen inakzeptabel. Aus ihrer Sicht sind viele sophistische Praktiken nicht bloß anders, sondern falsch. Der zentrale Vorwurf lautet Schirk, Beigesellung. Radikale Salafisten glauben, dass jede Form von Fürsprache, Grabverehrung oder spiritueller Vermittlung zwischen Mensch und Gott eine Verletzung des strikten Monotheismus darstellt. In ihrer Logik werden Sufis damit nicht als abweichende Muslime betrachtet, sondern als Polytheisten und Ketzer, teilweise sogar als Ungläubige. Dieser Gedanke ist nicht neu, doch in den letzten 2 Jahrzehnten wurde er immer aggressiver propagiert. In Tunesien, Libyen, Ägypten und Syrien wurden Sufi-Schreine zerstört, Grabstätten gesprengt, Geistliche bedroht oder ermordet. Der sogenannte Islamische Staat hat die Feindschaft radikalisiert
und systematisiert. Für den IS sind Sufis keine innerislamische Strömung, sondern ein Feind, den es zu beseitigen gilt. Und genau hier wird der Sinai wichtig. Bereits lange vor dem Anschlag von Al-Rauda taucht der Sufismus explizit in der Propaganda der Wilayat Sinai auf. In Interviews und Veröffentlichungen erklärt der IS-Ableger offen, dass der Kampf gegen Schirk und Bid'a, also religiöse Neuerungen, zu seinen Hauptzielen gehört. Der Sufismus wird dabei namentlich genannt. Sufi-Orden im Sinai werden als Zentren des Götzendienstes bezeichnet. Ihre Anhänger als Muschrikin, also als Polytheisten, deren Blut als erlaubt gilt. In diesen Texten geht es nicht um abstrakte Theologie. Es geht um konkrete Orte, konkrete Gemeinden und um eine klare Drohung. Der Bezirk Rauda wird bereits viele Monate vor dem Anschlag als eines der Gebiete genannt, in denen der Sufi-Glaube ausgerottet werden müsse. Damit bekommt der Anschlag eine neue Dimension. Was von außen wie ein sinnloses Massaker wirkt, fügt sich aus Sicht der Täter in eine ideologische Logik ein. Eine Moschee ja, aber in ihren Augen eine falsche Moschee. Betende Muslime, aber in ihrer Ideologie keine wahren Gläubigen. Der Anschlag auf die Al-Rauda-Moschee ist damit nicht nur ein Terrorakt. Er ist das Ergebnis jahrelanger Entmenschlichung, theologischer Verrohung und gezielter Propaganda. Und genau an diesem Punkt schließt sich der Kreis zurück zum Tatort. Zu dem Moment, in dem diese Ideologie nicht mehr nur auf Papier existierte, sondern sich zu Kugeln, Blut und Grausamkeit übersetzte. Der Anschlag auf die Al-Rauda-Moschee war nicht nur ein Akt beispielloser Gewalt. Er war ein Einschnitt für den Sinai, für Ägypten und auch für die Strategie der Täter selbst. Mit dem Angriff trafen sie keinen abgelegenen Militärposten und keine staatliche Institution. Sie trafen ein Freitagsgebet. Ein Ort, an dem Männer, Frauen und Kinder zusammenkommen. Ein Moment, der für viele Muslime nichts Politisches hat, sondern schlicht Teil des Alltags ist. Und genau darin lag die Wirkung. Der Anschlag riss die letzten Schutzschichten der Neutralität auf, die es im Sinai noch gab. Jahrelang hatten viele Menschen versucht, sich aus dem Konflikt herauszuhalten. Aus Angst, aus Misstrauen gegenüber dem Staat, aus dem Wunsch heraus, einfach zu überleben. Nach Al-Rauda wurde diese Haltung brüchig. Denn wer eine Moschee angreift, greift nicht die anderen an. Er greift das Gemeinsame an. Analysten sprachen deshalb schon kurz nach dem Massaker von einer strategischen Fehleinschätzung. Der IS-Ableger im Sinai hatte mit diesem Angriff nicht nur Entsetzen ausgelöst. Er hatte sich einen Großteil der Bevölkerung zum Feind gemacht. Nicht nur Sufis, nicht nur religiöse Gruppen, sondern Menschen, die bis dahin vielleicht einfach geschwiegen hatten. Besonders deutlich zeigte sich das in der Reaktion der lokalen Stämme. Schon kurz nach dem Anschlag erklärten mehrere große Clans offen ihre Unterstützung für den Kampf gegen die Dschihadisten. Stammesführer riefen öffentlich dazu auf, sich gegen Wilayat Sinai zu stellen. Eine Entwicklung, die Jahre zuvor kaum vorstellbar gewesen wäre. Der ägyptische Staat nutzte diesen Moment. Militärische Operationen wurden ausgeweitet, Kontrollpunkte verstärkt, ganze Gebiete abgeriegelt. Doch neu war vor allem eines: die stärkere Einbindung lokaler Akteure. Bewaffnete Stammesgruppen unterstützten das Militär bei Patrouillen, Razzien und der Informationsbeschaffung. Ein Ansatz, der, bei aller Brutalität der Mittel, wirksamer war als viele vorherige Kampagnen. In den folgenden Jahren nahm die Zahl großer Anschläge deutlich ab. Wilayat Sinai verlor Anführer, Rückzugsräume und Unterstützung. Einige Kämpfer wurden getötet, andere verhaftet, manche ergaben sich. Der einstige Anspruch, große Teile des Nordsinai zu kontrollieren, zerfiel. Doch dieser Rückgang bedeutet nicht, dass der Konflikt einfach verschwunden ist. Der Sinai ist bis heute eine stark militarisierte Region. Viele Bereiche sind schwer zugänglich, das öffentliche Leben bleibt eingeschränkt. Infrastruktur ist zerstört oder nur langsam wieder aufgebaut worden. Viele Menschen haben Häuser verloren, Angehörige, Arbeit. Und Vertrauen, sowohl in bewaffnete Gruppen als auch in den Staat. Heute gilt Wilayat Sinai als geschwächt und fragmentiert. Groß angelegte Terrorangriffe sind selten geworden. Doch die Region bleibt fragil. Nicht nur wegen ihrer Vergangenheit, sondern auch wegen ihrer strategischen Lage, regionaler Spannung, insbesondere im Hinblick auf den nahegelegenen Gazastreifen und ungelöster sozialer Probleme. Der Anschlag von Al-Rauda markiert damit keinen Schlusspunkt, sondern einen Wendepunkt. Er zeigte, wie zerstörerisch Ideologie werden kann. Nicht nur für ihre Opfer, sondern auch für diejenigen, die glauben, durch Gewalt Kontrolle zu gewinnen. Und genau deshalb ist er mehr als ein einzelnes Verbrechen. Er ist ein Moment, der bis heute in der Region nachwirkt.
Damit sind wir am Ende der heutigen Geschichte angekommen. Was denkt ihr über den Anschlag auf die Al-Rawda-Moschee? Was bedeutet es, wenn eine Terrororganisation entscheidet, wer als Muslim gilt und wer nicht? Und was sagt ihr über eine Ideologie, die religiöse Abweichung mit dem Tod bestraft? Schreibt mir eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch in Zukunft mehr Videos aus der politischen Zeitgeschichte sehen möchtet, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal. So verpasst ihr auch keine weiteren Videos. Danke, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid und bis zum nächsten Mal.